Noah Wolffort hat vom Hierophanten ein sehr, sehr eindrucksvolles Angebot bekommen, nämlich, dass er nach dem Ableben von Sorceley Ende einer der heiligen Präfekte von Heissand werden könnte. Und damit natürlich nicht nur die Sicherheit von vom Haus Wolffort sichern könnte, sondern auch selbst eine ziemlich große Machtposition einnimmt. Doch dieses Angebot kommt nicht ohne Tücken, weil das alles klar an eine Bedingung geknüpft ist. Noah soll die Rosaile, die auf seinem Gebiet wohnen, an Heissand ausliefern, damit sie als Sklaven an dem Salzsee arbeiten können, dort das Salz zu fördern, was Heissands Reichtum mehr oder weniger begründet. Und das Haus Wolffort hat in der Folge über dieses zweischneidige Schwert entschieden. Und ist zu dem Schluss gekommen, dass sie ihre Prinzipien nicht aufgeben wollen, auch wenn das eventuell die Sicherheit des gesamten Fürstentums Wolffort gefährdet. Aber diese Sicherheit wurde sowieso schon ziemlich schnell getrübt, denn eine Söldnertruppe, angeführt von einem der ehemaligen Fürsten Clanbrooks, Silvio Tagliore, und dem Söldner Rufus, hatte bereits angefangen, das Rosaile-Dorf anzugreifen, was Noah und die anderen Mitglieder des Haus Wolfforts natürlich abwenden wollten. Was sie nach sehr viel Mühe und Not und einem gescheiterten Versuch tatsächlich auch geschafft haben. Doch es gab noch schlimmere Neuigkeiten, denn die Kunde, dass sie das Angebot des Hierophanten ablehnten, erreichte so langsam Heissand, und eine Truppe des Heiligen Reiches Heissand war auf dem Weg, um Wolffort anzugreifen und natürlich auch das Dorf der Rosaile. Also musste schnell eine Lösung her, oder es musste ein Mittel gefunden werden, mit dem das alles abgewendet werden konnte. Und nach sehr langem Suchen fanden sie tatsächlich ein Mittel. Ein Mittel, das Fredericas Mutter, deren Name ich gerade vergessen habe, Olea hieß sie. Ich bin auch auf den Namen gekommen. Selbst eine Rosaile dort versteckt hatte. Ein Salzstein. Wieso ist jetzt ein Stein aus Salz so eine wichtige Sache? Heissand begründet seine gesamte Existenz und das Salzmonopol darauf, dass es von der Salzgöttin so gewollt ist. Nun besaß aber die verstoßene Gruppe der Rosaile, Salzstein, eine alternative Quelle von Salz. Und mit diesem Wissen konnten sie tatsächlich die Truppen von Heissand aufhalten, indem sie einfach nur mit dem Commander Exham von Heissand darüber gesprochen haben und die Implikationen davon deutlich gemacht haben, was passieren würde, wenn das öffentlich wird. So hat das Haus Wolffort nun eine Audienz oder eine Verhandlung mit niemand Geringerem als dem Hierophanten selbst, dem heiligsten Mann im Staat Heissand und dementsprechend auch obersten Mann. Und genau dort steigen wir ein. Mann, ich kann wirklich keine kurzen Beschreibungen, oder? Das war echt eine lange Zusammenfassung. Aber ich muss halt weit genug ausholen, damit alle wichtigen Plotpunkte verstanden werden. Aber wir haben noch 2 Charakterepisoden. Interessant. Die sehen wir uns, glaube ich, mal zuerst an. Weit abgelegen in den Bergen gibt ein junger Akrobat dem Geröll eine Sondervorstellung. Bitte was? Einfach nur bitte was? Wieso gibt sie Geröll eine Sondervorstellung? Muss man nicht unbedingt verstehen, oder? Hey,
What's a child like you doing in such a lonely place? Die Frage ist eher, was machen Sie da? Aber I okay. have nowhere else to go. Mach mal das Spiel noch ein bisschen lauter. Oh. Oder gaukelt sie da etwa? Der muss da sein, sorry. They died years ago. My lord. My name is Serenoa. What's yours? Piccoletta. Hm. Piccoletta. You throw that ball with such skill. Und jetzt soll sie ja jetzt im Kampf Leute mit Bällen abwerfen, Because oder it's my wie? job. When I throw this ball, everyone applauds. Hm. Well, they used to. But the circus is gone now, so I'm all on my own. What are you doing here, mister? We are trying to put an end to this war. Hm. I hate war. War made everyone go away. Oh. Die ist schon ein You're bisschen really gonna süß. end the war? Then let me go with you. Sind wir Die Frage ist, sind wir verantwortungsvoll? Oder was ist in dem Fall überhaupt das Verantwortungsvolle zu tun, frage ich mich dann ja auch schon fast. Weil einerseits, das ist ein Kind. Das Kind ist allein in den Bergen. Die da allein zu lassen, ist keine gute Option. Ist aber genauso wenig eine gute Option, ein Kind in den Krieg zu schicken. Irgendwie ziemlich blöd. I can throw my ball and help you fight the bad people. Oops. There goes my tummy grumbling again. My lord, we cannot simply leave this poor child here. Ja, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe eigentlich. I know. All right then, Piccoletta. Come with us. But before we go fight the bad people, let us fill our bellies. After that, perhaps you could show us some tricks with your ball. Hm. Sure thing. That's what I'm best at. Aber ich werde, ganz ehrlich, ich werde sie nicht im Kampf einsetzen. Ich werde das allein schon aus Prinzip nicht tun. Einfach weil es sich so falsch anfühlt. Weil ich weiß, das Schlimme ist, ich weiß, ich könnte, aber ich mach's nicht. Während der Hochwasserschutzarbeiten am Fluss plaudert Eredor über die guten alten Zeiten mit Benedict. Oh, die beiden Freunde, bei denen man sich fragt, wieso sie überhaupt Freunde sind, die ich aber trotzdem irgendwie Once we have stacked those sandbags, we should gut be well verstehen. fortified against even the fiercest deluge. Leave it to me. This old wolf has some vim in him yet. Bin mal gespannt, was die jetzt da so... Oh ja, das ging schnell. Phew. Haven't used some of those muscles since before I can remember. I must say, when I saw the enormity of the task before us, I did not think we would finish in mere bells. I had braced myself for a full day of labor, at the very least. Hm. Thank Benedict for that. We'd still be searching for weaknesses in our perimeter had he not been guiding us. Ja, Benedict bekommt das alles schon sehr gut hin. Er ist auch so ein bisschen der geheime Star der Show. Und ich sehe gerade, Facecam liegt darüber. Bei der Sprechblase. Indeed, but let us not understate Eredor's feats of strength. Soll natürlich nicht Come so now, sein. Eredor. How many times must I tell you to be delicate with the sandbags? I hear you, I hear you. I'll treat him as delicately as my lady love, in the absence of one. Wow, Eredor. Einfach nur wow. Now is not the time for jests, Eredor. If you don't want me complaining and you don't want me jesting, then I guess I'll just shut my mouth. To hear them trading barbs like children, you would never think they work so well together. Ja, da muss ich ihr leider schon recht geben. Wisdom and strength.
2 pillars that keep Haus Wolffort standing strong. Wisdom, eh? He wasn't always that way. Took him plenty of failing to get where he is now. Oh, okay, interessant. Ich höre zu. I find that difficult to believe. Is there something you wish to share with us, Eredor? Might Jetzt be. bin ich auch gespannt. Maybe you've forgotten the folly of 20 years past, but my mind is a steel trap. Was ist denn da passiert? And what's our task for today? We are to deliver this message to Lady Destra with all haste. Wer ist Destra? Seems simple enough. Send a bird. Kennen wir? Destra ist bis jetzt noch nicht als I Charakter would not vorgekommen, trust a glaube ich. bird in this rain. A horse would be more reliable. And Is that so? I respectfully disagree, my friend. Either way, I'm not going to be the one nursing you back to health if you catch the chills. shall we make it a wager then? Send a bird and we shall see who reaches Lady Destra first. You had best hurry. What? Benedict? Also war er schon eine Zeit lang vorher etwas ungestüm gewesen. Das ist auch Off he goes. gut zu wissen, auf Well jeden then, Fall. where are those damned hawks? Werden noch mal. Ja, so ist glaube ich besser. As I recall, Benedict arrived at around the same time as the hawk. If it were a sunny day, he might have won. Ah, the folly of youth. Many of our best days were spent in Lord Simon's service. Soll passieren, wenn er der Fürst ist und die ungefähr gleich alt sind. Also, schätze ich mal. We made many such wagers in an attempt to get into Lord Simon and Lady Destra's good graces. Ah, also Lady Destra war die Partnerin von Simon Wolffort. Okay, verstehe. I remember when... I believe we have had enough reminiscing for one day, Eredor. Ich glaube, Eredor würde einem auch ein Ohr abkauen, wenn man ihn Don't be lassen such würde. a harsh taskmaster, Benedict. Where's the harm in a story? Ask me that again when the floodwaters break through our meager fortifications. There is much to do and little time to do it. Wouldn't you agree, Anna? Me? Sie will wahrscheinlich insgeheim auch die Geschichten alle hören. Das wissen wir doch. Old friends or old enemies? Sometimes it is hard to tell with those two. Whatever the case, our work's Wow. done for the day. Man muss sagen, Gela ist schon ein bisschen, manchmal so ein bisschen sassy drauf. Ganz kleines bisschen. And there's nothing like a hard drink after hard labor. You two care to join me? I would love to. Please, regale me with more tales of your youth. Sie ist hooked. Sie ist wirklich einfach nur hooked. I see no harm in one drink. Let's be off then. Shall we invite Benedict along? You'd only be wasting your breath. Wahrscheinlich bei Anna kommt er mit. Now that you mention it, I do not believe I have ever seen you two sharing drinks. Wahrscheinlich gehen sie sich dann wirklich an die Gurgel, wenn... Spirits cloud the mind, so I rarely drink. Okay. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich würden sie sich da einfach an die Gurgel gehen. When I do Früher oder partake, später. however, I prefer to do so in quiet. I fear Eredor would only spoil that. Okay. Die beiden haben wirklich eine immens interessante Beziehung zueinander. So, aber jetzt, wofür wir da sind, die Audienz beim Hierophanten beginnt. Mit dem Steinsalz hat Terranor einen Trumpf in der Hand. Jetzt gehen wir wieder von diesen lustigen kleinen Geschichten in die Tiefen der Story sozusagen.
Das, was ich ja auch die ganze Zeit so ein bisschen angeteased We habe. granted you an audience because of Minister Exham's petition, but I did not expect you to show us this. A crystal made of salt. How very fascinating. It certainly does contradict the doctrine here in our blessed land. Or it would, were it real. Have you any proof that this was not created by magic or technology? Well, Hauptsache erstmal Misstrauen, um die eigene Gesellschaftsordnung da aufrechtzuerhalten. With all Das due ist schon respect, clever. Minister, I have a question for you in return. Also das ist wirklich clever. What do you think of Asfrost and Glenbrook's decree to stop trade with Heissand? I think it nothing more than a threat. Neither would last very long without our salt. Es sei denn, sie haben selbst eine Salzquelle. Gustadov is no fool. Such an edict would not come without proper countermeasures in play. Countermeasures such as another source of salt, for example. Having their own salt would make Heissants redundant, at best, and your nation would soon find itself in dire straits without the salt tax's revenue. Und wir können eigentlich davon ausgehen, dass das genau das ist, was in der neuen Norselia-Mine gefunden wurde. Dass es Steinsalz gewesen sein muss. Was das alles hier, das der Fund von Steinsalz, das alles hier überhaupt erst in die Wege gebracht hat. In Kapitel 4 war es, glaube ich. Aber das werden wir dann sehen. What is it you want from us? Your full support. lend us your strength, and together we can defeat Esfrost, and Heissand's ties to all nations will remain intact. You mean to start a war? The kingdom of Glenbrook may be naught but a puppet now, but it was once your homeland. You understand this, yes? Natürlich wissen wir das, aber irgendwer muss ja Esfrost entgegenhalten. Und wer, wenn nicht die Leute, die jetzt da gerade im Bilde sind? We do. Even so, my people do not wish for war. We must try to resolve this peacefully first. War eine friedliche Lösung finden mit dem, der fast ein ganzes Land geschluckt hat. Oder dem Land, das fast ein ganzes anderes Land geschluckt hat. Ich weiß gar nicht, wo da das Problem liegen könnte. Bitte. Also, irgendwie ist mir das gerade zu nah an zeitaktuellen Geschehen dran. Aber naja. Do you think Gustadolf can be reasoned with? Need I remind you that it was he who invaded Glenbrook? Ich glaube, da muss man sie nicht darauf ansprechen. Sie wissen das schon. He is a wolf in sheep's clothing. Ich würde eher sagen, er ist ein Wolf in Wolfspelz, aber egal. Nor soldiers will accept it as a reason to go to war. Then I shall give you one. Oh. For I am the second son of King Regna. Roland Glenbrook. Surprise, surprise. Er wurde eigentlich als tot dargestellt. You live. There is no mistaking that face. Huh. So the prince lives to slay his kingdom's invader. We could not ask for a better reason. Und auf einmal sieht das alles ganz anders If you need a aus. just cause to go to war, let it be me. We must stop Gustadolf. Ich finde es vor allem so schön. Roland hatte so lange Zweifel mit seiner Rolle in diesem ganzen Spiel. Und jetzt hat er seine Rolle akzeptiert und arbeitet damit. Zu seinem Vorteil. Sehr schön. It all makes sense now. O Holy One, have you heard? Pray, tell me what you would have us do. Okay, von seiner Sache, vom Hierophanten hängt ja natürlich alles ab. Dementsprechend ist schon nicht unwichtig gerade. Wolffort, Prince Roland, heed the words of the Holy One. The holy state of Heissand stands with you. Nice. The Holy One would see you defeat Esfrost and restore peace to Norselia. Our nation shall spare no effort in your fight against Gustadolf.
From this day forth, we support Prince Roland as our commander and Lord Serenoa as one of the Saintly Seven. Und das ohne die Rosaile ausgeliefert zu haben. Oh, okay, das kommt gerade sehr überraschend. A saint. We are brethren now. We ride to war together. Das ist gerade mega überraschend für mich, um ehrlich zu sein. Wow. Einfach nur wow. Well, would you look at that? We secured Heissand's support, and you even got yourself named one of the Saintly Seven. We also received a signed document stating the Rosaile in Wolffort are left in our care. Oh, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Going, lad. Oh, it is Benedict and Roland to whom we owe this victory. Everyone here has suffered so much on my behalf. My weakness and worthlessness have brought pain and misfortune to you all. And for that I must apologize. Ich finde übrigens auch das Theme, das die ganze Zeit im Hintergrund spielt, so gut. Ich war auch tatsächlich am Überlegen, mir den Soundtrack von Triangle Strategy zu importieren oder im Square Enix Shop zu kaufen, aber ja, es ist dafür dann nochmal 40 € auszugeben, so ist es im Spiel. Mache ich vielleicht, wenn ich das Spiel durch habe. Aber dann auch nur vielleicht. You've got nothing to apologize for. I already told you. House Wolffort's the sword and shield of the crown. Ja, ich glaube, Roland hat das alles schon sehr gut gemacht, muss man schon sagen. I've decided that I must press forward, even if it means crawling forth on my hands and knees. Das klingt auf jeden Fall nach nicht dem schlechtesten Plan. I know I will need it. And you shall have it. I am with you every step of the way, my lord. Is something the matter, Frederica? No. My apologies for worrying you. Ist Frederica irgendwie unwohl? We take back Glenbrook with our own hands. Also das war wirklich ein Wendepunkt gerade. What the hell? Aber sehen wir jetzt erstmal uns an, was die Präfekten jetzt eigentlich dazu zu sagen haben. Zu diesem Beschluss vom Hierophanten. Und was ihre Ansichten da sind. Weil es scheinen ja nicht gerade eindeutig zu sein. Did you know about this salt crystal exam? Und übrigens, wie ihr seht, habe ich die Probleme mit der Chatbox vom letzten Mittwoch gefixt. Also, damit ihr Bescheid wisst. No. Neither did I know of Prince Roland's survival. I thought he had perished. Es waren wohl sehr gut gehütete Geheimnisse. Zugegeben von Steinsalz hat das Haus Roland auch, Haus Wolffort auch erst später erfahren. Also auch erst recht spät erfahren. Also, wenn man in Stream spricht, im letzten Stream. Vorher wussten die davon auch überhaupt nichts. Likewise. What did you make of the Holy One's decree? Heissand is a grand nation, but unfortunately not one blessed with a bountiful harvest of anything other than salt. Were we not able to trade, there is no doubt our nation would wither to naught. Und übrigens ist mir auch was Interessantes gerade aufgefallen bezüglich Heissand und dem Salzhandel. Mir fällt gerade wirklich auf, dass es ein bisschen ist wie mit Erdöl in der echten Welt. Wenn man so darüber nachdenkt, dieses ganze Land lebt von dem Export. Es ist ein Wüstenstaat, der sonst keine Ressourcen hat. Und jetzt, wo andere das auch finden, sehen sie ihre Existenz bedroht. Es ist gefühlt einfach das Erdöl dieser Welt. Okay, zumindest der letzte Vergleich hinkt ein bisschen. Aber trotzdem. Ich finde, die Parallelen sind schon recht klar zu sehen.
and that reality was made painfully clear to us. Harsh words, but true nonetheless. Do you think we can triumph over Esfrost? Je nachdem, wie viel Salz sie eben gefunden haben, eventuell. Eventuell auch nicht. Man wird sehen. Mark my words, Minister Camsell. There is no fight Exham Marshal cannot win. Interessante kleine Unterhaltung auf jeden Fall. Was denkt Laila davon? Das ist ja auch sehr interessant, denke ich. The Holy One has ordered for us to deliver our Elfric to House Wolffort. Der Elfric-Kristall. Was ist der Elfric-Kristall? And here I thought your research results to be top secret. What a curious turn of events. Ich würde gerne wissen, was dieser Kristall ist, um ehrlich zu sein. Perhaps the Hierophant determined it a good chance to test them in the field. They could easily sink in Frosty's ship or two. Was zur Hölle ist das für eine Waffe? And yet I see not a trace of a smile on you. I never wanted to build weapons for war. Na gut, das ist fair. Die wenigsten Forscher, die an sowas gearbeitet haben, wollten das auch, aber es wurde nicht selten für genau das gebraucht, missbraucht, je nachdem auch immer, wie man es sehen will. Yet you don't think twice about toying with human life. How ironic. How dare you? Diese geheimnisvolle Tänzerin, die scheint ja auch eine Botschafterin von irgendeinem der anderen Präfekten zu sein, wenn ich recht im Kopf habe. Oder arbeitet ja mit einem von denen zusammen. Auf jeden Fall scheint sie sehr auf ihr eigenes Wohl auf zu sein. Ah, Idor. Okay. Hat also was mit Idor zu tun. Ich wusste, dass sie irgendwas mit dem Präfekten zu tun hat, aber ich wusste nicht mehr mit welchem.